Das Baumarktkettenunternehmen Lowe's ist ein sehr, sehr starker Dividendenzahler aus den USA und die Firma konnte auch in der jüngsten Vergangenheit die Dividende deutlich erhöhen und deutlich steigern. Man zahlt ja auch schon seit 50 Jahren eine Dividende und ich möchte heute mit euch mal anschauen, ob es sich lohnt, in Lowe's langfristig zu investieren, wie da so ungefähr die Perspektive aussieht, auch vom Management, was man sich als Ziel gesetzt hat, was so die Aufgaben sind für die Zukunft bei dem Unternehmen. Herzlich willkommen beim Börsenparkett. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir schauen uns heute mal Lows langfristig orientiert, fundamental und charttechnisch an, ob es Sinn macht, hier zu investieren. Ich habe da auch so ein paar Hintergrundinformationen mit dabei, wie es bei Lowe's aussieht, wo die Reise da ungefähr hingehen könnte und was da eigentlich so das Investment Case sein muss oder sein kann, wenn man überlegt, in Lowe's eben einzusteigen. Ja, schauen wir gleich mal auf den ersten Punkt und ein wichtiger Trend, der eigentlich hinter Lowe's und generell diesem Home Improvement Markt steckt, ist eben dieser Megatrend Renovierungen. Und wir sehen jetzt hier, wir haben ein Number of Homes in den United States hier nach Alter aufgelistet und wir sehen, dass der Großteil der Häuser in den USA also über 40 Jahre alt ist. Also wir haben einen extrem hohen Anteil hier bei diesen 42 bis 51 Jahre alten Häusern und darunter. Also in der jüngsten Vergangenheit ist eher die Minderheit der ganzen Häuser und oder der Zuhause in den USA eben gebaut worden. Deswegen, man hat hier einen sehr, sehr alten Bestand einfach von Immobilien. Und naja, ist ja logisch, was muss man mit alten Immobilien machen, um die zu erhalten? Man muss sie renovieren. Und dieser Trend, der so ein bisschen dahinter steckt, der ist natürlich sehr, sehr gut für Lowe's, weil man ja als Home Improvement Anbieter oder als Baumarktkette davon sehr stark profitieren würde, wenn jetzt halt diese ganzen alten Häuser hier unten renoviert werden müssen. Da leidet man natürlich auch im Moment etwas drunter, weil die Zinsen eben so hoch sind und die Leute dann, anstatt heute zu renovieren, sich überlegen, ja gut, in einem Jahr reicht es auch noch, wenn die Zinsen vielleicht wieder etwas gesunken sind. Also das im Hinterkopf behalten, dieser Megatrend, der spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle noch bei Lowe's und sollte auch in Zukunft noch für Umsatzwachstum und so weiter sorgen. Gucken wir mal generell auf dieses ganze Do-it-yourself. Lohnt sich das denn überhaupt, dass die USA oder die Amerikaner generell so ein bisschen Hype und Prestige darin sehen, in diesem Do-it-yourself Zeugs? Und wenn wir uns hier mal die Projektkosten so im Schnitt anschauen, was es kostet, wenn man jemanden engagiert dafür, dass ein bestimmtes Projekt im Home Improvement, also in Renovierungen und so weiter, abgeschlossen wird, wenn man das vergleicht, was das kostet professionell mit Kosten, die man selber tragen müsste, wenn man es selber macht, dann sehen wir, dass man hier extrem starke Savings hat. Also die Leute können richtig, richtig viel Geld sparen, wenn man eben selber die Arbeit macht. Also hier sind mal hier so Projektkosten grob aufgelistet, was es eben kostet, wenn ich das selber mache und was es kostet, wenn es jemand Professionelles macht. Und zum Beispiel bei einer Küche sind wir über 30.000 US-Dollar gespart. Und hier unten zum Beispiel, wenn man eine Einfahrt bauen will, sind es 3.500 US-Dollar. Also wirklich, man kann hier richtig, richtig viel sparen, wenn man eben dieses ganze Do-it-yourself macht. Hier unten noch so eine hübsche Grafik eingeblendet, wie der Do-it-yourself Home Improvement Market sich eben entwickeln soll. Und der soll auch sehr, sehr stark wachsen. Also der soll sich in den nächsten 5 Jahren hier nochmal fast verdoppeln und so ein CAGR von circa 9 bis 10% haben. Der wichtigste Wachstumsmarkt ist natürlich in den Asia Pacific. Das darf man auch nicht hier vergessen. Ja, da sind natürlich hier der weltweite Markt mit einberechnet. Und wir sind aber hier mit Lowe's eben nur in den USA vertreten. Aber grundsätzlich ist auf jeden Fall der Markt noch extrem am Wachsen und sollte sich auch in Zukunft zumindest mal sehr, sehr stabil halten und keine größeren Rückgänge kassieren. Ja, eines der wichtigsten Sachen bei Lowe's ist der Shareholder Return. Also das Umsatzwachstum konnte jetzt seit Corona nicht mehr gesteigert werden und ist auch rückläufig. Das werden wir uns dann auch gleich noch anschauen. Aber was so ein bisschen dieser ganze Wachstumsfaktor ist hier bei Lowe's, ist eben diese Shares outstanding. Ja, also wir sehen jetzt hier die Aktienanzahl aller ausstehenden Aktien und zwar von 2009 bis 2024.
Und wir sehen, wie extrem Lowe's hier diese Aktienanzahl reduzieren konnte. Also man hat hier im Schnitt der letzten 10 Jahre, hat man hier über 6% pro Jahr, also 6% Average, seine Aktienanzahl reduziert. Und im Moment, also beim aktuellen Kurs, haben wir hier einen Buyback-Yield von 4,89%. Also man kauft pro Jahr knapp 5% seiner kompletten Anzahl der ausstehenden Aktien eben zurück. Also ein richtig starker Wert hier bei Lowe's, und das ist auch einer eigentlich der besten prozentual gesehene Buyback Yields, die es am Markt gibt. Und das ist auch eine Core-Strategy, die Lowe's verfolgt. Also man möchte auch mit Fremdkapital und so weiter die eigene Aktienanzahl reduzieren, was natürlich auch dazu führt, dass die Earnings per Share gesteigert werden, weil eben der gleiche Gewinn auf weniger ausstehende Aktien kommt und zählt. Völlig klar. Dann habe ich mal ein paar Statistiken rausgesucht. Wir haben im Moment eine Dividenden-Yield von 2,05%, also auch eine relativ gute Dividendenrendite. Ähm, ein Shareholder Yield, der dann insgesamt 6,94% ergibt. Also wir haben praktisch die Buyback Yield, was die Aktienrückkäufe angeht, genommen und die Dividenden Yield dazu addiert. Und das ergibt die Shareholder Yield, die liegt bei knapp 7%. Wir haben eine Payout Ratio, ja, von so 30 bis 40% und man zahlt hier eben auch schon ewig diese Dividende. Also ein richtig, richtig starker Dividendenwachstumswert eigentlich auch. Bei der 10-Year Financial Information stellt sich hier oben bei den generell Stores-Anzahl, also der Geschäftsanzahl, die man hat, stellt sich hier raus, dass man so 2018, 2019, 2020 noch viel mehr Geschäfte hatte. Also vor allem so von 2016 auf 2017 haben sich die Stores hier extrem erhöht. Es liegt eben daran, dass man hier mal einen Konkurrenten aufgenommen hat und hier hat sich dann eben diese ganze die ganze Store-Anzahl dann deutlich erhöht. Ja, das ist grundsätzlich jetzt kein Problem gewesen. Also man hat hier einfach irgendjemanden übernommen. Und wir sehen aber jetzt, dass hier ja, im Laufe der Zeit die Store-Anzahl erstmal gleich gehalten wurde, beziehungsweise sogar noch leicht tendenziell gestiegen ist. Aber dann kommt eben jetzt hier von 2018 auf 2019 irgendwie so eine Veränderung mit rein, weil die Store-Anzahl auf einmal gesunken ist. Also wir sehen hier, dass von 2018 auf 2019 circa 100 Stores weniger waren. Dann schauen wir weiter. 2020 sind nochmal weniger Stores, 21 nochmal weniger, 22 nochmal weniger und jetzt 2023, 2024 sind es extrem weniger Stores. Also man hat hier diesen Konkurrenten übernommen und hat aber seitdem die Store-Anzahl reduziert. Also man expandiert im Moment nicht, sondern man schließt Geschäfte, die einfach der Profitabilität, die man sich wünscht, nicht entsprechen. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also es ist wichtig, dass das Unternehmen hier auf Profitabilität getrimmt wird und ja, so ein bisschen den Fokus auch darauf legt, dass das Unternehmen möglichst sinnvoll und operativ profitabel geführt wird. Und ja, man ist jetzt auch schon langsam wieder auf diesem Wachstumspfad. Also wir sehen hier 2023 auf 24 wurden hier 8 neue Stores eröffnet. Also man ist jetzt wieder so ein bisschen im Rückwärtsgang. Nach diesem starken Abbau von den unprofitablen Stores scheint man jetzt wieder so langsam anzufangen, neue Stores zu öffnen. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, weil das könnte jetzt so ein Turning Point für Lowe's sein und könnte natürlich auch zu mehr Umsatzsteigerung führen. Das kann aber noch sehr, sehr lange dauern und macht jetzt im ersten Moment nicht die große Masse aus oder den größten Investment Case. Aber scheint auf jeden Fall so, als würde Lowe's jetzt hier diesen Trend in den letzten Jahren etwas umkehren und würde hier versuchen, langsam ja, seine Store-Anzahl wieder zu erhöhen. Was ist passiert oder was war so ein bisschen der Grund dahinter, dass man jetzt diese Store-Anzahl reduziert hat? Das sieht man wunderschön an den operativen Margen. Wir hatten hier 2015 noch eine operative Marge von 8,5% und die ist alleine in den nächsten 5 Jahren, also 2020, hier bei 8,75% gewesen, also schon deutlich höher, obwohl das aber eher so ein Einmaleffekt war, der jetzt hier durch Corona im ersten Anfangszyklus gewesen ist und auch bedingt durch diese Store-Anzahl, aber langfristig, vor allem jetzt zuletzt,
hier mit diesen 12,56 bis 13,4% operative Marge sehen wir eigentlich, dass das Unternehmen dadurch, dass die Stores geschlossen wurden hier oben und die generelle Number of Stores reduziert wurde, dadurch konnte die operative Marge deutlich erhöht werden. Also es war auf jeden Fall strategisch sehr schlau, hier die ganzen Stores zu schließen und eben die Profitabilität zu erhöhen. Also es hat auf jeden Fall funktioniert, wie wir hier sehen. Im Moment hat man wirklich eine gute Marge mit 13,4%. Also im Vergleich vor 10 Jahren war die noch deutlich niedriger. Vor allem muss man überlegen, dieses Unternehmen hat unglaublich viel Umsatz. Also da macht jedes Prozentelchen an operativen Margengewinn wirklich extrem viel Geld aus. Deswegen ist dieser Trend hier auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen. Und das führt jetzt auch dazu, dass man noch kompetitiver wird im Vergleich zu Home Depot, die historisch immer eine höhere Marge auch hatten. Hier sieht man nochmal schön die Shares Outstanding, Year End. Und hier 2024 sieht man, hat man im Vergleich zu 2023 so 30 sind es dann Millionen wahrscheinlich Shares zurückgekauft. Davor waren es mal so 60, davor waren es auch 60, dann wieder 30, dann so 40. Also man kauft jetzt immer so zwischen 30 und 50 Aktienpakete zurück. Also wirklich ein extrem starker Trend, der hier auch schon ewig lange fortgeführt wird und eben zu diesem Earnings per Share Growth führt. Schauen wir mal noch auf die Comparable Sales. Also wenn man jetzt halt exkludiert, dass entweder neue Geschäfte geschlossen werden oder beziehungsweise eröffnet werden oder alte Geschäfte geschlossen werden, dann sehen wir, dass hier diese vergleichbaren Verkäufe immer gestiegen sind. Vor allem hier im Corona-Jahr um 26%. Im nächsten darauffolgenden Jahr auch nochmal um 6,9%, also auch nochmal starkes Wachstum. Und jetzt sind wir aber seit 2023 so ein bisschen auf dem Rückweg. Also seit 2023 sinken jetzt hier diese vergleichbaren Umsätze und Verkäufe. Ist ja auch klar, wir kommen jetzt aus dieser Hype-Phase raus, die ist vorbei. Also man verkauft jetzt einfach nicht mehr so viel, wie es in Corona der Fall war. Also ist auch nicht ungewöhnlich. Und man soll jetzt hier so ein bisschen wieder zur Normalität zurückkehren. Also man hat jetzt hier diesen Einmaleffekt mitgenommen, hatte richtig gute Zahlen, konnte extrem stark die Aktienanzahl reduzieren und hat sich darüber gefreut. Aber kommt man wieder eben auf so einen normalen Zweig und von da aus möchte man dann weiter wachsen und seinen Weg gehen. Ich habe hier mal mitgenommen die letzten Quartalsbericht, den man hier reported hat. Und da sagt der CEO Marvin Ellison: "We are pleased with our start to spring, driven by strong execution and enhanced customer service." Und sie haben jetzt ein New Do-it-yourself Loyalty Program ausgerollt, also ein neues, ja, so Premium-Programm haben sie gemacht. Das ist jetzt noch nicht so extrem groß, aber das ist natürlich auch wichtig und schön, dass man sieht, dass man hier sich auch in so einem Loyalitätsbusiness, sagen wir mal, ein Programm hier öffnen will, in dem man auch relativ viel mit Artificial Intelligence macht. Man hat ja auch Partnerschaften mit ChatGPT und so weiter. Also man ist tatsächlich auch mit AI dann hier also zu versuchen, den Umsatz und die Gewinne weiter zu steigern. Die Capital Allocation, da wird hier geschrieben, the company continues to execute a disciplined capital allocation program to generate long-term sustainable shareholder value. Und das Unternehmen hat in diesem Quartal, also im letzten Quartal, circa 3 Millionen Shares zurückgekauft für 743 Millionen Dollar und hat 633 Millionen in Dividenden bezahlt. Also 1,5 Billion US-Dollar haben die praktisch an uns als Aktionäre zurückgegeben. Also wirklich stark. Und der Ganzjahresauslook für Outlook für 2024 sieht vor, dass generell, also Year over Year, also im Vergleich zu 2023, hier die Comparable Sales, also die vergleichbaren Verkäufe, so um -2 bis -3% fallen sollen. Wie gesagt, ist es halt eben diese Normalisierung immer noch da und dieses schwierige Zinsthema, was natürlich bei Lowe's auch auf jeden Fall eine Rolle spielt, weil ja, das doch ein kapitalintensives Business einfach ist, beziehungsweise natürlich die Leute einfach Kredite aufnehmen müssen, um irgendwas zu renovieren. Völlig klar. Wir sehen die operative Marge, die soll auch immer noch sehr stark noch oben, also weit oben liegen, und zwar zwischen 12,6 und 12,7%. Und wir haben gesehen, vorhin 2023 lag die so bei 13,6%. Also hier auch ein kleiner Rückgang, aber immer noch viel, viel stärker, wie es noch vor 10 Jahren war. Da war die also um 8%, also immer noch ein sehr guter Wert.
Ja, sonst ist die Guidance auf jeden Fall nochmal reaffirmed worden, auch schon also nochmal bestätigt worden, dass man die auf jeden Fall so halten kann und die Ziele so erreichen möchte. Also sieht auf jeden Fall alles völlig in Ordnung aus. Wenn wir uns hier nochmal den Chart angucken, dann sehen wir, dass Lowe's langfristig auf jeden Fall hier in diesem, ja, mehr oder weniger Aufwärtstrend hier läuft. Wir haben mal so grob die Geschwindigkeit gemessen und wir sehen, dass wir uns schon langsam dieser grauen Linie auch wieder annähern. Die könnte man jetzt auch noch ein bisschen näher dann ziehen, eben an diese Tiefs hier unten, aber nur mal so einzuordnen, wo wir uns grob befinden. Wenn man mal auf Wochenbasis schaut, sehen wir, dass die Aktie sehr stark korrigiert hat und jetzt in den letzten Tagen sogar noch weiter gefallen ist. Und jetzt befinden wir uns hier auf Wochenbasis in diesem wichtigen Unterstützungsbereich aus diesen ganzen Hochs hier 2022 und sind hier auch knapp auf Wochenbasis gesehen an diesem 61,8er Fibonacci Retracement. Wenn wir im Daily reinschauen, auf dem Daily Chart, dann müsste man hier unten das FIB anlegen. Und da wären wir aber jetzt auch in dieser wichtigen Zone und müssten uns jetzt hier unbedingt stabilisieren. Also wir haben hier wirklich einen extrem starken Abverkauf, auch nach unten gesehen. Der sieht wirklich sehr kritisch aus. Da würde ich jetzt im Moment noch nicht reingreifen. Erstmal abwarten, dass die Aktie sich da stabilisiert, wenn man jetzt da überlegt, einzusteigen. Also sollte jetzt hier dieses Tief von 209 US-Dollar unterschritten werden, es wäre jetzt wirklich nicht besonders schön und würde das Chartbild nochmal deutlich weiter eintrüben. Also hier, wie ich es eingezeichnet habe mit den grünen Pfeilen, so eine Stabilisierung wäre wichtig und man könnte jetzt hier schon noch ein bisschen fallen, aber wirklich diese 210, die sollten gehalten werden. Wir sehen aber auch hier unten ist ein riesiges Volumencluster. Also grundsätzlich sieht das Chartbild von Lows sehr, sehr gut aus und man ist hier eben, ja, jetzt mit dieser starken Korrektur am letzten Allzeithoch von 21 abgeprallt und korrigiert jetzt eben hier nochmal auf diese wichtige Zone drauf. Also wenn hier eine Bodenbildung kommt, dann kann die auf jeden Fall langfristig sehr, sehr gute Einstiege bieten. Von dem her kann man natürlich da auch die Chance dann nutzen. Schauen wir nochmal hier ganz kurz im Quick Mode auf diese Umsätze, die ich vorhin angesprochen habe, dass man die auch nochmal sieht. Und wir sehen eben, dass der Umsatz 2021 knapp 100 Billionen US-Dollar betragen hat und die ist jetzt eben rückläufig gewesen und beträgt jetzt im Moment 2023 nur noch 86. Also hat sich hier um 10, 12 Billionen US-Dollar reduziert. Völlig klar, man hat nur Stores in den USA. Die Verschuldung ist sehr hoch. Das liegt aber eben auch daran, dass man die ganze Aktienanzahl reduziert und auch mit Fremdkapitalhebel das weiter versucht. Das wird man auch in Zukunft so machen. Also das ist eine, ja, wichtige Strategie von Lowe's. Der Free Cashflow, mit dem die Aktienanzahl zurückzahlen, reduzieren natürlich, die war auch 2020, 2021 am stärksten und kommt halt jetzt eben auf so ein normales Level zurück, wie man 2018 und dann eben hier die Steigerung. Im Vergleich dazu sieht man es eigentlich am besten, weil halt diese Einmaleffekte jetzt wieder rausgerechnet werden. Also der Case bei Lowe's für mich ist eigentlich nur, die sollen ihre Umsätze leicht steigern, sollen von diesen ganzen Trends, praktisch von diesen ganzen Trends profitieren und ja, so ein bisschen dieses Wachstum mitnehmen, was im Markt generell ist und auch vom Home Improvement kommt. Aber der Hauptfokus für mich ist eigentlich darauf, dass Lowe's es schafft, die Aktienanzahl weiter zu reduzieren und dadurch 5% pro Jahr seine Earnings per Share steigern kann und ich dadurch schon mal 5% Yield auf meine Aktien bekomme, plus 2% Dividende, dann habe ich schon mal diesen 7% Shareholder Return, einfach nur dadurch, dass die ihre Aktien zurückkaufen und mir eine Dividende ausschütten. Und alles, was dann noch on top kommt vom Umsatz selber, vom Umsatzwachstum oder von einer Margin Expansion, ist dann nice to have. Aber da muss man sich auf jeden Fall klar sein, das ist kein extremes Wachstumsunternehmen. Das Ding läuft sehr langsam. Da sind nichts mehr mit 10% Umsatzsprüngen und so weiter. Also eher ein Slow Grower, aber eben mit diesen ganzen sehr, sehr guten Management-Twists, die man da macht. Für mich ein absolut interessantes Unternehmen. Und ich glaube, dass man da auch durchaus in Zukunft den S&P 500 vielleicht sogar weiter outperformen könnte, sofern man hier noch ein bisschen Wachstum mit reinbringt und eben seine wirklich wichtige und sehr starke und gute, ja, Capital Allocation, also seine Investmentstrategie, ja, weiter verfolgt. Wenn man das macht, dann für mich weiterhin ein gutes Investment und könnte hier auf jeden Fall einen interessanten Einstieg darstellen.
Ja, lasst mich mal gerne eure Meinung zu Lowe's in den Kommentaren wissen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.